Hallo zusammen, willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Hier versuche ich, eure häufigsten Fragen zum Thema Nasenkorrektur zu beantworten. Preservation Rhinoplasty oder die erhaltene Nasenkorrektur umfasst die fortschrittlichsten Techniken in der ästhetischen Nasenkorrektur. Ein Nasenhöcker kann reduziert werden, indem Knorpel, Knochen und Bandstrukturen erhalten bleiben. Deine Nasenspitze kann verschmälert und angehoben werden mit den modernsten Nahttechniken, sogenannter Polygon-Tip-Plasty. Dank der gewebeschonenden Techniken kannst du mit einer schnelleren Erholungsphase und weniger Schwellung rechnen. Nach einer Nasenkorrektur kannst du durch deine Nase atmen. Ich verwende keine Nasentamponaden und deine Atemwege sind nicht blockiert. Um die Schleimhaut wieder an deine Nasenscheidewand anzudrücken, verwende ich sogenannte Silikonschienen, die nach 4 Tagen entfernt werden. Diese Silikonschienen haben 2 Tunnel, wo du in dieser Zeit Luft bekommst. Sollte ein funktionelles Problem vorliegen, wie zum Beispiel eine Krümmung in der Nasenscheidewand oder vergrößerte Nasenmuscheln, kann ich einen Antrag auf die Kostenübernahme bei deiner zuständigen Krankenkasse schreiben. Bei positivem Bescheid werden die Kosten für den funktionellen Teil übernommen. Für den ästhetischen Anteil kommst du selbst auf und die Krankenkasse übernimmt keine Kosten. Bei der offenen Nasenkorrektur erfolgt der Zugang über einen kleinen Schnitt an deinem Nasensteg und die Nase wird aufgeklappt. Bei der geschlossenen Nasenkorrektur sind die Schnitte innerhalb der Nase und du siehst von außen keine Schnitte. Der große Vorteil von der geschlossenen Nasenkorrektur ist, dass keine Narben an der Nasenoberfläche sichtbar sind und dass alle Schnitte innerhalb der Nase versteckt sind. Sollte ein funktionelles Problem vorliegen, wie zum Beispiel eine Krümmung in deiner Nasenscheidewand oder vergrößerte Nasenmuscheln, kann die Krümmung bzw. die Nasenscheidewand begradigt werden und die Nasenmuscheln können verkleinert werden. So bekommst du nach der Nasenkorrektur besser Luft. Oft liegt eine Kombination von einem funktionellen und einem ästhetischen Problem vor, sodass in einer Operation sowohl der ästhetische Anteil als auch der funktionelle Anteil korrigiert werden. Eine Breitnase, eine Langnase und eine Höckernase können im Rahmen einer Nasenkorrektur korrigiert werden. Bei der Höckernase wird der Höcker abgetragen, bei einer Langnase wird die Nase insgesamt verkürzt, bei einer Breitnase wird sowohl der Nasenrücken verschmälert als auch die Nasenspitze, um insgesamt ein ästhetisches Aussehen zu erreichen. Schmerzen sind nach einer Nasenkorrektur äußerst selten. Die meisten Patientinnen empfinden den Eingriff als nicht schmerzhaft. In den ersten 10 Tagen nach einer Nasenkorrektur hast du einen Tapeverband und eine Thermoschiene auf deiner Nase. Natürlich kannst du dich in dieser Zeit in der Öffentlichkeit zeigen. Möchtest du lieber warten, bist du nach diesen 10 Tagen wieder komplett gesellschaftsfähig, wenn der Gips bzw. die Thermoschiene und der Tapeverband entfernt werden. In den ersten 2 Wochen nach einer Nasenkorrektur ist die Nase besonders stoßempfindlich und schwillt leichter an. Trotzdem kannst du nach ungefähr 10 Tagen wieder mit leichtem körperlichen Training, wie zum Beispiel Joggen oder kleineren Kraftübungen beginnen. Mit Kontaktsportarten und Sportarten, die mit Schlägen verbunden sind, solltest du mindestens 2 bis 3 Monate warten. Grundsätzlich sind 2 Faktoren entscheidend. Einerseits, dass eine Technik gewählt wird, die möglichst wenig Schwellung am Nasenrücken ausübt, sodass du keinen Abdruck von deiner Brille hast. Zweitens ist eine Brille, die sehr leicht ist und keine oder wenig Abdrücke am Nasenrücken hinterlässt. So kannst du deine Sonnenbrille oder Brille nach 4 Wochen wieder tragen. Grundsätzlich kannst du eine Woche nach deiner Nasenkorrektur wieder in ein Flugzeug steigen. Ich empfehle dir aber die Zeit, wo du deine Thermoschiene und deinen Tapeverband hast, abzuwarten und erst nach 10 Tagen wieder zu fliegen.
Deine Haut muss sich den veränderten Knorpel- und Knochenstrukturen anpassen. Je nach Dicke deiner Haut und Heilungsverlauf kann dies zwischen 6 und 12 Monaten dauern.